Diese Bemalung bekommt wirklich jeder von euch hin, selbst absolute Hobby-Einsteiger. Denn in den folgenden Minuten zeige ich euch, wie ihr Tabletop-Gelände ohne einen einzigen Pinselstrich spielfertig bemalt bekommt. Auch ganz ohne Airbrush, sondern nur mit Farbspraydosen und Maskierklebeband. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Nachdem die Corebox rund ein Jahr auf meinem Stapel der Möglichkeiten lag, ist Star Wars Shatterpoint mittlerweile mein aktuelles Lieblingsspiel. Auch weil Gelände- und Höhenunterschiede wichtige Spielelemente sind. In der Corebox ist bereits reichlich Gelände vorhanden, doch wie lassen sich diese Gebäude, Stege und Plattformen möglichst schnell, einfach und trotzdem cool gestalten? Das möchte ich euch am Beispiel des separat erhältlichen Wartungshangars zeigen, den mir Asmodee freundlicherweise für dieses Tutorial kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Und keine Sorge, die Vorgehensweisen und Techniken funktionieren auch auf anderem Gelände, sei es auf Bausätzen oder 3D-gedruckten Modellen. Alles, was ihr braucht, sind Farbspraydosen in Gruppen von jeweils 2 ähnlichen Farbtönen. Der eine jeweils etwas dunkler bzw. heller als der andere. Zu Farbspraydosen übrigens ein paar generelle Tipps. Die Sprays unterscheiden sich nicht nur in ihren Farbtönen und ob sie matt, seidenmatt oder glänzend austrocknen, sondern je nach Hersteller auch nach dem Druck in der Dose. Sprays, wie beispielsweise die von Montana, haben wenig Druck, wodurch die Farbe teils als millimetergroße Tropfen und somit sehr ungleichmäßig aufs Modell trifft. Deutlich mehr Druck haben die Dosen von zum Beispiel Games Workshop und Vallejo und somit ein sichtbar feineres Sprühbild. Auf Druck und Sprühbild solltet ihr unbedingt achten und dafür gerne auch ein paar Euro mehr ausgeben. Außerdem braucht ihr noch etwas zum Maskieren, sprich zum Abdecken bzw. Abkleben eurer Modelle. Das kann spezielle Maskierflüssigkeit sein oder auch ganz normale Klarsichtfolie oder Alufolie. Ich nehme meist breites Malerkreppband aus dem Baumarkt und schmales Maskierklebeband aus dem Hobbybedarf. Denn damit lassen sich Kanten und Details äußerst präzise und vergleichsweise schnell abkleben. Dazu gleich mehr. Bevor es aber mit dem Abkleben und Sprayen losgeht, schaut euch zunächst euer Gelände bzw. eure Bausätze ganz genau an. Entscheidet, welche Flächen wie eingefärbt werden sollen und baut die Modelle nur so weit zusammen, wie es für eure Bemalung nötig bzw. praktisch ist. Kleinteile können beispielsweise gerne noch im Gussrahmen bleiben, zumindest mit einer Verbindung. Denn so lassen sie sich ebenfalls fix ansprühen, ohne sie auf dem Modell abkleben zu müssen. Nach dem Ansprühen können sie dann herausgeknipst und die Schnittflächen können mit einem ähnlichen Farbton oder dem aus der Sprühdose übermalt werden. Meinen Wartungshangar habe ich erstmal nur rudimentär zusammengeklebt und alle Kleinteile noch mit einer Verbindung im Gussrahmen gelassen. Mehrteilige Bauteile habe ich dort aber schon so weit wie möglich zusammengeklebt. Zum Ansprühen habe ich je 2 Farbgruppen zu je 2 Farbspraydosen ausgewählt. 2 Grautöne für alle Beton- und Metallflächen und 2 Sandfarben für die Mauern. Los geht's mit der hellsten Farbgruppe bzw. der Gruppe für die größten Flächen, den Sandtönen. Nehmt zunächst den dunkleren Farbton und sprüht damit deckend auf alle Flächen und in alle Ecken, die diesen Farbton erhalten sollen. Seid dabei sehr genau und kontrolliert anschließend, dass ihr keinen Bereich übersehen habt. Danach sprüht ihr mit dem helleren Farbton direkt von oben und nur ganz leicht von der Seite aufs Modell. Ungefähr so, wie Regen bei leichtem Wind auf das Gelände fallen würde. Sprüht ganz nach Geschmack auch etwas ungleichmäßig, um Farbverläufe zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein realistischer Lichteinfall mit hellen Kanten, Farbverläufen auf den Flächen und dunklen Ecken und Vertiefungen. Ganz wichtig ist nun, dass ihr diese Farbschichten mindestens einen halben Tag lang durchtrocknen und aushärten lasst. Denn sonst kann es passieren, dass sich die Farbe durch das Anbringen von Malerkreppband wieder löst. Testet das und auch die von euch verwendete Kreppbandsorte unbedingt vorher auf einer übersprühten Fläche, indem ihr das Kreppband feste aufdrückt und dann vorsichtig wieder abzieht. Ist alles okay, kann es mit dem Maskieren losgehen. Beginnt mit dem schmalen Maskierklebeband und direkt neben den Elementen, die nun weitere Farbe bekommen sollen. Tastet euch Schritt für Schritt voran und nehmt für Rundung einfach mehrere kurze Streifen. Danach folgen die größeren Bereiche, wofür ihr das günstigere Malerkreppband einsetzt.
Achtet immer darauf, dass alle Klebestreifen nahtlos und fest überlappen, damit gleich keine frische Farbe auf die abgedeckten Flächen kommen kann. Und ja, das kann je nach Detailgrad an eurem Modell einige Stunden dauern. Ich habe es hier bewusst mal besonders kleinteilig gemacht, um euch zu zeigen, was mit ein paar Stunden Zeitaufwand möglich ist. Denn im Gegensatz zum Bemalen von Details mit dem Pinsel benötigt Abkleben keinerlei Skills, sondern nur Zeit. Danach erfolgt das Einfärben der freien Flächen mit der dunkleren Farbe aus der zweiten Farbgruppe. In meinem Fall mit diesem Dunkelgrau. Anschließend wird wieder mit dem helleren Farbton gesprüht, und zwar erneut nur von oben und ganz leicht von der Seite. Und je nach Geschmack auch wieder etwas ungleichmäßig. Lasst alles etwa 15 bis 30 Minuten trocknen, um dann das Malerkrepp und Maskierklebeband abzulösen. Ganz vorsichtig und gegebenenfalls mit einer Pinzette. Und siehe da, ohne einen einzigen Pinselstrich habt ihr nun Farbverläufe, Schatten, Highlights und vor allem saubere Kanten zwischen den Farben. Klar, ganz perfekt ist es nicht und an ein paar Stellen ist doch etwas dunkles Grau auf den Sandton gekommen. Trotzdem hätte all das mit dem Pinsel deutlich länger gedauert und wäre wohl auch ungenauer geworden. Wer mag, kann nun natürlich weitermachen und zum Beispiel die vielen Details bunt bemalen, Washes einsetzen, die Flächen betupfen oder trockenbürsten und. Wollt ihr dazu ein Tutorial? Dann schreibt's gerne in die Kommentare. Oder ihr könnt das Gelände weiter zusammenbauen, um es direkt auf den Spieltisch zu stellen. Dazu noch ein wichtiger Tipp: Kratzt oder schleift von den Klebeflächen unbedingt die aufgesprühte Farbe wieder ab, zumindest an einigen Stellen. Denn sonst verklebt ihr quasi nur die Farbschichten und nicht die Bauteile, was dann möglicherweise überhaupt nicht hält. Mehr Tipps, Tricks und Techniken rund ums Bemalen von Tabletop-Gelände gibt's übrigens in meinem kommenden TWS-Buch. Aber erstmal sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!